Hier ist unser zweiter Tag von Horizons Finishing First Event in Quickborn und ich bin hier zusammen mit Andreas. Andreas, ist ein ganz tolles Event, das Sie hier haben. Du hast, ich glaube, gestern und heute hast du Demonstration von diesem AFV 566 FKT. So lange Name. Welche Maschine und was ist das für eine Maschine? Ja, das ist unsere neueste Falzmaschine im Bereich Kombifalz, im Bereich B2. Voll automatisiert von Trennkopf bis zur Walze, bis zu natürlich Taschen und auch Kreuzbruch. Das bedeutet, wir haben hier minimalste manuelle Eingriffe. Das heißt, Fehler können vermieden werden, direkt bevor sie entstehen. Und ist das etwas Besonderes für diese Maschine oder ist es nur eine Iteration von der letzten Maschine? Nein, in diesem Formatbereich sind wir auf jeden Fall sehr weit mit vorne. Von der Automatisation. Wir haben die letzte Maschine auf jeden Fall nochmal verbessert. Und es sieht toll aus mit den neuen Farben von Häusern. Wie ist es? Ist es einfach zum Bedienen oder wie ist es in deiner Meinung? Ja, über unser Touch-and-Work-System, über unser Bildschirm sind wir ganz einfach in der Bedienung, intuitive Bedienung. Das bedeutet, wir können schnellstmöglich hier auch ungelernte Bediener einweisen und die können die Maschine auch gut bedienen. Ich glaube, dass wenn wir an diesem Event ist, dann ist eine der Keywords ist vielleicht Automatisierung und Workflow. Ich verstehe, dass man einen sehr guten Bediener hier von diesem Bildschirm, aber es ist auch integriert zum Workflow und zum ICE und alles diesem JDF und so was oder ist es nur eine Maschine, die hier funktioniert oder? Nein, dadurch, dass wir unsere neueste Generation haben, unseren ICE-Folder, bedeutet das, wir sind ICE-Link ready. Wir können JDF-Workflow hier anwenden über unser ICE-Link-Workflow. So, man kann, wenn man ICE-Link 2 oder 3 haben, dann können wir integrieren mit API und mit Web-Interface und sowas. Ja? Genau, wir haben 3 verschiedene ICE-Link-Versionen. Einmal IoT Basic, mit der können wir den Betriebsstatus abrufen und auch Barcode-Jobs durchführen. Ab der Version Automation können wir JDF-Workflow hier anwenden und damit können wir es in jeden Workflow mit einbinden. Fantastisch. Und du sagst, in diesem Format ist es ganz neu und ganz automatisiert. Ist das wenn du an die Konkurrenten sehen, ist es das? Glaubst du auch, dass diese ist eine hohe Niveau oder? Ja, allerdings. Ja, allerdings. Okay. So erster Tag, wie war es? War es ganz viele Leute da haben Interesse für dieses Produkt? Ja, nach dieser schweren Zeit mit Corona sind wir echt froh, dass wir wieder Gäste hier in Quickborn treffen können und einladen dürfen. Und der erste Tag war sehr spannend, sehr viele Gäste, sehr viele Interessierte, besonders in diese Maschine. Und ich freue mich jetzt auf die nächsten 2 Tage. Ne? Sehr gut. So, kannst du mir eine Demonstration machen, so ich sehe, wie es funktioniert? Sehr gerne. Okay. Wir fangen mal mit dem Startbildschirm an. Das ist quasi der erste Bildschirm, wenn man die Maschine anmacht. Wir können hier unser Papierformat eingeben, dann einmal unser Papiertyp. Und wie groß ist der größte Format und der kleinste Format für diese Maschine? Das größte Format ist in der Breite 560 breit und 900 lang, was optional noch verlängerbar ist. Und das kleinste Format ist 14,8, also A6. A6, okay. Aber mit dem, sagst du 529 oder die Größe von der größte? 56er Breite. Okay, das ist gut, das ist ein B2-Format. Ja, also das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt wirklich 56er Breite haben. Im B2-Format davor waren es ja immer 558. Ja, okay. Okay, so das ist sehr gut. Und ich glaube, dass wenn man die OEMs sehen für eine neue Druckmaschine, die neue Ricoh Z75 und auch mit der HP 100K und alle die neuen Maschinen, dann ist das ein fantastisches ein Gerät. Ja. Das Gute ist auch, wir können nicht nur über Flachstapel anbinden, sondern auch über unser Diff. Das heißt, wir können einen Bypass hier zwischenschalten und direkt mit der Druckmaschine zum Beispiel verbinden. Okay, so es kann inline werden. Okay. Ja, und hier hast du eine Bogen hier. Können wir auch ein Paletten mit Papier oder ist es nur handgeladet hier? Oder? Wir haben nur einen Flachstapel. Okay. Also kein Paletten. Okay, aber es funktioniert, weil man kann, wenn du diesen haben, dann musst du es alles brauchen, vorher du nächste. Ja, wir sind zurzeit dran, ein bisschen was Neues zu finden und
Also nichts Neues, aber für uns neu, vorzustapeln, Okay, damit die Zeiten ein bisschen geringer sind. Okay, lass uns zurückgehen hier zum Bildschirm. So, hier hast du die Input-Format. Genau, hier habe ich mal unser Format, unseren Papiertyp, ob es gestrichen ist oder Naturpapier. Und danach kann ich schon meine Falzart auswählen, einmal Und das kombiniert. ist ein kleines Bild, wo man hier einfach sehen kann, was es macht. Richtig. Einmal sieht man hier, haben wir einen Parallelfalz und einen Kreuzbruch. Das heißt, wir können hier kombinierte Falzarten auswählen. Oder wir können auch ganz individuell die erste Station auswählen und dazu dann individuell gestaltet den Kreuzbruch. Ja. Fantastisch. Und dann ist es, alle die Inrichtungen sind automatisiert von diesem hier? Genau. Also wir haben zweimal, also wir haben natürlich unser Papierformat und unsere Falzart und danach kommen wir zu unserer Papierstärke. Okay, und das ist Genau, wir brauchen einmal ein Papier von unserem zu verarbeitenden Material. Das spannen wir hier ein, messen das hier und bestätigen. Danach haben wir alle erforderlichen Maße und können die Maschine direkt einstellen. Das sieht so einfach aus. Ist es auch. Okay. So, schon sind wir fertig. Hier ist noch unsere einzige manuelle Eingabe. Steht bereits auf der richtigen Position. Das heißt, wir können den ersten Bogen kommen lassen. Okay. Und ist das wie ein Muster oder? Ja. Okay, es sollte funktionieren. Es sollte funktionieren. Ich habe gerade neu eingestapelt. Das heißt, ich habe schlecht eingestapelt. Das ist immer, wenn es live ist, dann dann muss es der Fehler gehen. Ja? Nein. Also Fehler können wir natürlich auch. Passiert. Und dann kommt es aus hier. Und das ist Das war jetzt ein dreifach Zickzack im ersten und einmal im Kreuzbruch gefalzt. ganz fantastisch. Und sieht aus, dass alles ist ungefähr wie es soll. Und du kannst selbstverständlich einstellen, so es besser ist, ja? Genau, also Feineinstellungen sind während dem Lauf natürlich möglich. Bei Mehrfachfalzungen kommt es sehr gerne vor, dass wir hier einen Überstand vom letzten Panel haben. Das können wir ganz einfach mit unserer patentierten Lösung für Mehrfachfalzungen bereinigen. Das heißt, wir haben hier ungefähr 2 mm Überstanden. Die geben wir hier ein. Die werden jetzt automatisch auf alle aktivierten Taschen umgerechnet. Das heißt, beim zweiten Bogen haben wir bereits etwas Verkaufsfähiges. Und wenn man nicht so eine Maschine hat, wie viele Bogen braucht man normalerweise für so eine Job zu machen? Also aus Erfahrung 5 oder 10 mindestens. Okay, mindestens. Okay, so hier ist es ist sehr schnell, aber es ist auch, man braucht nicht so viele Bogen und deshalb ist es billiger zum Produzieren mit dieser Maschine. Ja? Richtig, wir produzieren eigentlich kaum Makulatur. Nee. Fantastisch, ja. Es war nicht so in die alten Tage. Ja? Das stimmt. Ja, ja. Das Okay. stimmt. Wir haben hier noch eine weitere Option, die für uns neu ist, und zwar wir haben die Auto-Intervall-Funktion. Das bedeutet, wir können den Bogenabstand automatisiert bei gleichbleibender Geschwindigkeit auf das Minimalste einstellen. Die Maschine macht das automatisch. Das bedeutet, wir haben gleichbleibende Qualität bei höchster Produktivität. Und das ist ganz Spezielles für Häusern, oder? Das haben andere Firmen auch, aber bei uns ist es jetzt hier neu dazugekommen und es ist wirklich ein gutes Feature. Okay, fantastisch. Und es kann so viele mehr Dinge hier. Kannst du ein anderes Exempel geben? Ja, Ja, gerne. Ich kann einmal aus dem... Beispiele, ich habe Exempel. Ja, alles gut. Ich kann gerne mal einen... So hier hat man die verschiedenen Programme gespeichert. Genau, die wir bereits davor abgespeichert haben. Wir haben hier bis zu 1000 Speicherplätze. Daraus können wir jetzt einfach irgendeinen auswählen, den direkt einstellen lassen. Alle Parameter wie Geschwindigkeit, Bogenabstand, spezielle Walzeneinstellungen, Feineinstellungen sind alle hier drin gespeichert. Das bedeutet, wir haben normalerweise direkt ab dem ersten Bogen einen verkaufsfertigen Bogen. Und das natürlich in der kürzesten Umrüstzeit. Das ist einfach. Sehr einfach und es sieht gut aus. Und wie du gesagt hast, das ist verkaufbar von erster Kopie. Richtig.
Und das, wenn man so ein Ding machen, wenn man nicht diese Maschine hat, wie lange Zeit braucht man für so ein Sowas, also mindestens 15 Minuten. 50 Minuten? Ja, mindestens. Okay. Und hier war es 0 Sekunden oder Vielleicht 30 Sekunden, 20 Sekunden. Ja, okay, ja, okay. So ist das, wenn man diese Maschine kaufen, ist das der am meisten Wichtige, dass es so schnell ist und dass es kann speichert und automatisiert oder warum soll man diese Maschine kaufen? Ja, also die Rüstzeiten sind ja seit Jahren ein Thema in der Weiterverarbeitung und extrem wichtig geworden. Das heißt, minimale Rüstzeiten sind hier auf jeden Fall gegeben. Wir können hier alles rausholen. Dazu ist die Maschine noch sehr schnell. Zwar bis zu 270 Meter können wir parallel fahren. Mit dem automatisierten Bogenabstand können wir das Maximale aus der Maschine rausholen. Und hier war es eine Kopie hier, aber es ist ganz schnell. Man kann natürlicherweise in Großproduktion, wie schnell ist es und wie vergleichen man mit anderen Maschinen? Ja, also wie gesagt, 270 Meter maximal. Oh, das war die Speed von der Maschine, die 200. Ja, also problemlos können wir hier bei zum Beispiel einer humanen Beltspeed von 130 Meter. Bei diesem Format jetzt im Kreuzbruch kommen wir da locker auf 15.000, 16.000, ohne Probleme. Wow, das ist faszinierend, ja. Okay. Andreas? Morten? Danke sehr. Vielen Dank für das Gespräch.